Morgen, es ist Mittwoch, es ist nicht mehr guten Morgen. Wir haben 11:58 Uhr, noch vor 12. Ich werde jetzt gleich frühstücken, ich freue mich drauf. Ich habe natürlich mal wieder einen riesengroßen Hunger. Ich habe heute auf dem Weg zur Arbeit wieder meinen Kaffee getrunken, diesmal mit 16 Gramm Kokosöl und ich habe ihn sehr genossen. Ich bin immer noch nicht auf dem Weihnachtsmusiktrip und es ist irgendwie mal angenehm, nicht in diesem total Weihnachtstaumel drin zu sein. Ich brauche aber jetzt auch gar nicht von außen dieses weihnachtliche Zulullen, weil ich in mir drin total sicher bin. Also mir hilft das oft, wenn ich dann die Weihnachtsmusik anmache, dann packt mich das so ein bisschen in Watte. Und ich muss momentan nicht in Watte gepackt werden. Ich bin Watte, keine Ahnung. Ich bin in mir drin gerade sehr stark und deswegen brauche ich nicht zusätzlich die Weihnachtsmusik und ich habe mich ein bisschen überhört daran. Aber es kommt definitiv bald wieder. Die Frage ist nur wann. Das ist mein Frühstück. Es ist ähnlich wie gestern, weil es so ein Renner war bei mir gestern. Es war ein richtiger Erfolg mit dem Frühstück. Ich war so lange satt. Und dann gibt es für mich ja hier wieder, heute sieht man den so scharf, den Schafskäse. Der hat 19 Gramm Protein auf 100 Gramm. Und ich hätte heute beinahe die fette Variante genommen. Also nicht Light, das ist Salakis Light. Weil ich dachte, ach komm, aber der hat halt weniger Protein. Deswegen habe ich mich jetzt für die Light-Variante entschieden. Und ich freue mich drauf, den zu genießen. Ich habe allerdings heute 12 Gramm Agavendicksaft drauf und 2 Gramm Olivenöl. Also irgendwie komme ich immer auf 2 Gramm, weil das ist echt krass. Also ich mache dann so, ich schwenk einfach drüber und das sind dann 2 Gramm. Dann gibt es für mich noch dazu 47 Gramm Maiswaffeln. Die habe ich gestern einfach nur mit Salz nebenher gegessen. Ich liebe die. Und dann gibt es einen Apfel natürlich, weil ein Apple a day, ne, ihr wisst ja schon. Und dann wieder Paprika, weil meine Schwester die schon präpariert, vorbereitet hat. Ich nehme den Luxus an, weil ich sie nicht schneiden musste. Mag ich auch momentan total gerne. Dann habe ich hier, das wollte ich eigentlich mit dem Käse zusammen essen, dieser Klecks da drauf. Das ist Olivenpaste, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall ist das so, sind das gehackte Oliven mit Gewürzen. Und die esse ich total gerne und ich dachte, die passen doch gut zu dem Käse. Und ich freue mich einfach drauf, das zu genießen. Ich habe nämlich einen großen Hunger und es war gestern so lecker und es hat mir so gut getan, dass das so lange mich satt gemacht hat. Ich habe aber heute mich jetzt schon ein mini bisschen mehr versorgt. Ich habe mir noch Proteinpulver mitgenommen von meinem Proteinpulver meiner Wahl. Das ist ein veganes Proteinpulver mit Vanillegeschmack. Trinke ich total gerne, weil ich oft da nachmittags keine Zeit habe, mir irgendwas zu essen. Und so einen Shake kriege ich ganz schnell gemacht. Und dann habe ich heute Abend wieder ein bisschen mehr Kalorien. Also ich will heute Abend nicht bestellen, aber ich habe dann einfach die Möglichkeit, ein bisschen mehr Olivenöl und so zu nehmen, weil ich ja jetzt schon ein bisschen strenger im Alltag drauf achte, weil ich auch in der Woche mal auf den Weihnachtsmarkt gehen möchte und weil ich am Wochenende ja meinen Genießerabend habe. Deswegen ist mir das wichtig, dass jetzt in der Woche es bei mir ein bisschen besser funktioniert vom Tracken her, damit ich einfach nach hinten raus mehr Kalorien übrig habe und mir einfach keine Sorgen machen muss, dass ich zunehme. Also für mich geht es jetzt gar nicht darum, in dieser Zeit jetzt abzunehmen noch währenddessen, sondern es geht für mich jetzt darum, einfach nicht zuzunehmen und die Weihnachtszeit entspannt zu überstehen. Ich werde jetzt mein Frühstück essen und wir sehen uns gleich. Ich bin wieder kurz davor, mir was zum Abendessen zu machen und es gibt wieder natürlich Froster Hühnerfrikassee Veggie. Ich freue mich drauf. Mein Liebster hat Froster organisiert, sonst hätten wir wieder variieren müssen. Wir haben ja gestern bestellt. Ich habe heute jetzt auch nicht so extrem viel zu mir genommen, aber schon mehr als gestern. Ich habe mir eben einen Shake getrunken mit 45 Gramm Proteinpulver meiner Wahl und ich bin auch froh, dass mein Liebster mir wieder die Veggie-Variante geholt hat. Also beim letzten Mal, als ich die Fleisch-Variante gegessen habe, habe ich gedacht, nee, also vom Hühnerfrikassee magst du mittlerweile lieber die Veggie-Variante. Und dann gibt es für mich, weil kein Brokkoli da ist, einfach TK-Spinat. Freue ich mich auch drauf. Habe ich schon lange nicht mehr nur pur als Gemüse mit drin gegessen. Es ist fertig und es sieht sehr grün aus. Das liegt aber natürlich am Spinat. Aber es sieht sehr lecker aus. Ich habe auch schon probiert und es schmeckt Bombe. Es ist wirklich eine gute Kombi. Ich habe allerdings nur den Löffel abgelutscht. Deswegen kann ich es noch nicht zu 100% sagen, weil ich es noch nicht richtig gegessen habe. Aber ich habe mir nur Knoblauch dran gemacht und Pfeffer. Erst wollte ich mir ordentlich Telly Cherry Pfeffer drauf machen, aber ja, das ist die Mühle hier und da muss man immer so viel mühlen, bis da irgendwie ordentlich was rauskommt. Deswegen habe ich mich nachher dann für den hier noch entschieden. Das ist immer noch roter Kampot-Pfeffer und ich mag den auch sehr gerne. Der schmeckt echt gut, also kann ich nur empfehlen. Und ich mag es halt sehr, sehr gerne, wenn man den Pfeffer auch vom Eigengeschmack her richtig rausschmeckt. Ich habe noch ein bisschen nachgesetzt
gesalzen und mir 10 Gramm Olivenöl mit drüber gemacht. Das ist für mich immer ein totales Highlight, dass ich mir noch das Olivenöl drüber machen kann, weil ich liebe Olivenöl und ohne Olivenöl schmeckt es für mich halb so gut. Und das ist echt krass mit dem Spinat und dem Olivenöl. Das kommt richtig gut. Ich werde das jetzt essen, genießen und wir sehen uns gleich. Mein Abendessen war super lecker. Ich bin total froh, dass mein liebster Froster organisiert hat, weil irgendwie bin ich momentan nicht kreativ, so was das selber machen angeht, beziehungsweise ich bin richtig faul. Ich habe einfach null Bock, selber zu kochen im Moment. Und weil dann fange ich an, irgendwie wüst drüber nachzudenken, was ich dann alles kombinieren kann und dann wird es irgendwie so wild groß. Und ich will aber jetzt nicht für mich im Moment übertreiben. Ich möchte es im Rahmen halten. Und deswegen bin ich so froh, dass mein Liebster das organisiert hat. Es war auf jeden Fall super lecker und die Kombi mit dem Spinat, die war wirklich gut. Das werde ich auch jetzt öfter machen, dass ich dann statt Brokkoli mal TK-Spinat nehme, weil das eine gute Abwechslung ist oder es beides kombiniere. Aber das war wirklich lecker, gerade in Bezug auf das Gericht. Und ich habe gedacht, okay, wieder mehr Spinat in deinem Leben. Ich habe dann immer so Phasen. Da habe ich dann Spinatphase und Brokkoliphase und restliches Gemüse sowieso, aber hauptsächlich Spinat- und Brokkoliphase. Und jetzt kommt, glaube ich, wieder eine Spinatphase. War für mich auf jeden Fall super lecker. Und mit dem Pfeffer, ich liebe das mit dem Pfeffer, einfach nur mit Pfeffer zu würzen. Ich bin super happy. Ich habe meinen Sport durchgezogen und ich habe diesmal nicht drüber nachgedacht, ob ich da jetzt Lust zu habe oder ob ich nicht Lust zu habe. Ich habe drüben Sport gemacht, deswegen bin ich zack, zack rangegangen und ich war auf einmal so früh, es war alles so schnell fertig. Ich bin nur nicht drüben duschen gegangen, ich bin hier duschen gegangen, weil ich dann oft so lange brauche noch mit dem Duschen und das war jetzt irgendwie für mich total perfekt. Also ich habe meinen Sport durchgezogen, habe meine Sachen eingepackt, bin nach Hause gefahren, bin unter die Dusche gesprungen und bin in die weitere Abendgestaltung gegangen und das war für mich ein totales Highlight. Heute habe ich auch beim Sport, also es war für mich schon anstrengend, weil ich ein paar mehr Wiederholungen jetzt mache, aber ich habe gemerkt, dass ich ich denke dann immer, mein Gott, das dauert Ewigkeiten, bis du irgendwie mal das Gefühl hast, du kriegst es gut hin, es läuft so ungefähr. Aber dann ist mir bewusst geworden, dass ich mehr Wiederholungen jetzt mache und dass ich das Gleiche gedacht habe mit den anderen Wiederholungen. Also bei den letzten 2 Wiederholungen denke ich dann immer, oh Gott, du kriegst das nie richtig hin. Also du wirst das nie so machen, dass du dann denkst, easy. Aber dann ist mir bewusst geworden, dass ich jetzt irgendwie ein paar Wiederholungen mehr mache und dass das deswegen auch nicht so easy ist. Und dann habe ich gedacht, ja, aber dafür kriege ich die Wiederholungen jetzt gut hin. Und irgendwie hat mich das total motiviert, auch bei den restlichen Übungen, die ich gemacht habe, dass ich einfach merke, da kommen Muskeln. Wenn ich so zurückdenke an meine Abnehmkarriere, bei mir ging das so richtig los mit 16, 17, 18, also mit 16 so langsam, würde ich eigentlich hingehen und sagen, komm Laura, entspann dich mal, mach Sport. Fang einfach an mit dem Sport, geh in den Sport rein und lass das Essen mal hinten an. Ich habe in der Zeit auch nicht übermäßig mehr gegessen. Es wäre für mich grundsätzlich für mein jugendliches Ich einfach besser gewesen, wenn es Sport gemacht hätte und wenn es sich um seine Muskeln gekümmert hätte. Das weiß man natürlich hinterher alles besser. Ich bin hier zu Hause duschen gegangen und ich habe kalt geduscht. Ich glaube 6 Minuten, ich habe aufgerundet. Da kam wieder so die Highscore-Leute raus. Ich war bei 5,45 fertig und ich habe einfach aufgerundet. Ich habe dann da quasi die 15 Sekunden unter der kalten Dusche noch abgewartet, damit ich die 6 Minuten voll kriege. Kalt duschen erledigt. Mein Tag war super. Ich war so entspannt in mir drin. Es lief alles. Es war ein ruhiger Tag. Ich habe meine Sachen umgesetzt. Ich war zielstrebig. Ich war total entspannt mit meinem Schneiden. Also ich bin jetzt nicht so schnell gewesen. Ich musste erstmal sortieren und ich habe mir Sachen überlegt, so ein bisschen und es war für mich ein guter Tag. Auch meinen Job habe ich gut erledigt. Da war ich total zufrieden mit. Und ich freue mich einfach nur auf mein Bett, aber total entspannt. Ich bin jetzt zur Abwechslung mal nicht übermüdet, obwohl ich die letzten 3 Tage nicht mehr als 6 Stunden geschlafen habe. Und irgendwie macht mein Körper das gut mit. Normalerweise kippe ich ja dann gefühlt immer in Ohnmacht, wenn ich denke, so, du hast unter 7 Stunden geschlafen, dein Körper kommt damit nicht zurecht. Und dieses Mal habe ich mir überhaupt keine Gedanken dazu gemacht, ist halt so. Aber ich bin trotzdem fit und das nehme ich an. Könnte natürlich auch an meiner Zyklusphase liegen. Ich bin einfach heute sehr dankbar für den Tag, weil ich so viel positive Energie in mir drin hatte und die voll genutzt habe. Also ich habe sie wirklich voll genutzt und ich bin auch so dankbar, weil ich in solchen Phasen belastet mich nicht die Welt. Und ich bin ein kleiner Mensch in dieser Welt und ich will ein schönes Leben haben. Ich will mein Leben gut gestalten. Es ist für mich auch dramatisch, was in der Außenwelt passiert, aber ich will für mich die Sachen aktiv so angehen, wie ich sie angehen kann und ich will das bewegen, was ich bewegen kann und in meinem Leben kann ich viel mehr bewegen und ich
ich bin gerade so dran, dass ich versuche, die Außenwelt nicht von mir abzuschotten, sondern dass ich die Sachen nicht mehr so tief in mein Herz reinlasse, dass ich mir da so ein bisschen Schutz aufbaue, weil es einfach viele Sachen gibt, über die ich keine Macht habe. Und ich möchte einfach für mich die Sachen, über die ich eine Macht habe, wo ich mächtig bin, also mein Leben und mich selber, die möchte ich positiv gestalten und einfach meine Werte irgendwie so nach außen vertreten. Aber es entspannt mich gerade, dass ich es momentan schaffe, mich emotional davon ein bisschen zu lösen. Weil es bringt niemandem, wenn ich in diesem Drama aufgehe. Und ich bin der Typ, also ich kann ganz viel Weltschmerz in mir drin haben und den so aufsaugen, aber ich kann da nichts machen. Das lähmt mich einfach nur. Und ich bin gerade total dankbar, dass ich es jetzt im Moment schaffe, davon wegzukommen und zu sagen, okay, was kann ich machen? Was kann ich bewegen? Ich kann mich bewegen, ich kann mein Leben bewegen. Also gehe ich das an, gestalte das für mich positiv und strahle nach außen Positivität ab. Ich habe meine Schritte voll. Ich musste gar keine Schritte in der Wohnung zusätzlich gehen. Ich hatte, als ich am Sofa geguckt habe, hatte ich 6200 Schritte. Und ich bin total dankbar, dass das erledigt war, weil ich hatte keine Lust, mich mehr zu bewegen. Ich wollte einfach auf dem Sofa sitzen bleiben. Und es war schön, dass ich dann einfach auf dem Sofa sitzen bleiben konnte. Also Schritte, check. Top-Tag. Ich werde jetzt ins Bett huschen. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.